Science Lab. Rasten Sie bitte aus für Clara Hofmann. So. Bist du ready? Ja, ich bin sehr ready. Dann Würde ich sagen, wir sagen sagen Science, ihr sagt Slam. Science. Hallo, mein Name ist Clara Hofmann. Oh, da ist jetzt was schief gegangen, da müssen wir noch mal anfangen. Moment. Oh, eigentlich wollte ich anfangen, aber da klingelt wohl ein Telefon. Clara Hofmann, Bioanalytik. Hallo? Hey Clara, ich habe ein Problem und brauche dringend deine Hilfe. Hast du eine Minute? Ja, klar. Du kennst doch mein Trockenstressenzymprojekt, für das wir auch das Patent bekommen haben. Die Konkurrenz hat jetzt ein Produkt auf den Markt gebracht, das genau die gleichen Eigenschaften hat wie unseres. Wir müssen unbedingt zeigen, dass das unsere Innovation ist. Kannst du uns da helfen? Ich schicke dir mal die Akte rüber, okay? Ich schaue es mir mal an. Sorry, da musste ich kurz rangehen. Das war wichtig. Es ist ein richtiger Zufall, dass meine Kollegin jetzt gerade hier auf dem Telefon anruft und mir so einen Fall schildert. Aber passt ja ganz gut, weil ich wollte euch heute mal erzählen, wie wir in der Bioanalytik spannende True-Crime-Fälle auflösen. Und wir haben Glück. Sie hat ja gesagt, sie schickt mir die Akte. Und die Werkspost war super schnell heute. Und tada, hier ist das gute Stück. Weil, bevor wir Fälle lösen können und Analytik machen, müssen wir ja erstmal verstehen, worum es hier eigentlich geht. Wollen wir doch mal gucken. Also, ich habe irgendwas gehört von Trockenstressenzymen. Das steht hier. Also, sie hat ein Team, die sich schon lange mit dem Problem des Trockenstresses beschäftigen. Das ist ein Problem in der Pflanzenforschung. Ich glaube, wir können es alle gut vorstellen. Klimawandel, es wird immer heißer, weniger Regen und die Pflanzen, die wir hier haben, können damit überhaupt nicht gut umgehen. Das Team von meiner Kollegin hat sich jetzt überlegt, aber es gibt ja Pflanzen, die unter den Bedingungen wirklich gut wachsen. Und sie haben sie beobachtet und haben herausgefunden, dass es Enzyme gibt. Und vielleicht kommt euch das Bild da oben bekannt vor, wenn ihr bei Yonja gut aufgepasst habt. Diese Enzyme können in der Pflanze für Klimaregulierung sorgen. Sie können den Wasserhaushalt verbessern, sie können verbessern, dass die Pflanzen besser mit den Nährstoffen, die sie in weniger Zahl zur Verfügung haben, umgehen können. Sie haben das beobachtet und dann ein Team zusammengestellt aus sehr schlauen Biochemikerinnen, Enzymtechnologinnen und Pflanzenphysiologinnen. Haben viel geforscht, haben viele Pflanzen sich angeguckt und versucht, diese Enzyme in die Nutzpflanzen reinzubringen. Und nach sehr viel Forschung, also ich rede nicht von Monaten, sondern von Jahren, haben wir ja auch schon von Philipp gehört, wie lange das dauert, gab es einen ersten Durchbruch. Unter bestimmten Bedingungen wachsen die Pflanzen besser, haben bessere Erträge. Wunderbar. Endlich sind wir der Lösung des Problems näher gekommen. Und es war so gut, dass sie sogar ein Patent dafür bekommen haben. Wunderbar. Die Pflanzenforschung ist aus dem Häuschen, aber leider währte die Freude nicht lange, weil, was sagt man so schön, die Konkurrenz schläft nicht. Ein anderes Produkt taucht auf, ähnliches Enzym, ähnliche Trockenstressresistenz. Und die Kollegin fragt sich, ist unsere Forschung jetzt dahin, das ganze Forschungsgeld, was da reingeflossen ist, ist es wirklich nur Zufall, dass sie jetzt auch ein Enzym gefunden haben, was das machen kann? Oder liegt hier eine Patentverletzung vor? Und deswegen hat sie mich angerufen. Weil in der Bioanalytik machen wir sowas nämlich. Wir gucken uns Enzyme an. Und ja, für mich ist der Fall eigentlich klar. Wir machen ein bisschen Proteomics, wir machen Sequence Alignment, wir nehmen HPLC, Massenspektrometrie, dann hinten raus noch ein bisschen Bioinformatik und schon ist der Fall klar. Oder? Ach so.
Euch sagt das gar nichts. Proteomics nicht? Okay. Das könnte natürlich vor Gericht auch ein Problem werden, weil die RichterInnen müssen jetzt nicht unbedingt auch gute ChemikerInnen sein oder Biologen. Okay, wo wir ja schon bei der True Crime-Analogie waren, vielleicht machen wir einfach eine kleine Detektivstory draus. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Als Detektiv fängt man ja klassisch mit einem Fahndungsplakat an. Das können wir hier sehen. Was suchen wir überhaupt? Ja, das Enzym der Konkurrenz und das Verbrechen mutmaßlicher Identitätsklau. Da stellt sich natürlich direkt die Frage, was ist die Identität eines Enzyms? Und wie kann man die denn patentieren? Auch da hoffe ich, ihr habt bei Yonca gut aufgepasst, weil das schauen wir uns jetzt nochmal an. Aha, die 3D-Struktur eines Enzyms. Das kann man mit hochauflösenden Mikroskopen, Yonca kann das uns berichten, wirklich viel Aufwand, dauert lange. Das ist gut, aber für unsere schnell jetzt zu gucken, ob eine Patentverletzung vorsteht, ist es ein bisschen zu kompliziert. Wir machen uns da ein bisschen andere Sachen zunutze. Und zwar, ich bin ja eine Detektivin, ich habe eine Lupe dabei. Wir zoomen noch ein bisschen ran und gucken, woraus besteht denn diese 3D-Struktur eigentlich? Und da sehen wir, es ist eine Aminosäurekette. Jede Aminosäure, hier als runde Kugeln, als Perlen dargestellt, Abkürzung mit den Buchstaben, ist aufgefädelt auf eine Schnur. Und was jetzt hier ganz besonders wichtig ist, damit das Enzym später die richtige Funktion hat, ist, welche Aminosäuren haben wir in der Kette und in welcher Reihenfolge sind sie da. Und deswegen zoomen wir noch mal ein Stück ran. Jetzt für unsere Chemieliebhaberinnen unter uns kommen wir auf die Molekularebene und gucken uns Aminosäuren an. Das hier sind vielleicht meine 4 Lieblingsaminosäuren. Es gibt 20, die die Pflanze sich zunutze machen kann. Aminosäuren heißen auch Aminokarbonsäuren. Warum? Das sieht man hier. Das ist der Rest, den alle Aminosäuren gleich haben. Das ist einmal eine Carbonsäuregruppe und eine Aminogruppe. Die bilden das Rückgrat, die Perlenkette, an dem die einzelnen Aminosäureperlen aufgefädelt sind. Auf der anderen Seite sind die Reste und die bestimmen später, welche Funktion ein Enzym hat. Genau, also was haben wir gelernt? Enzym, Aminosäurekette und die Reihenfolge der Aminosäure und welche Aminosäuren sind wichtig. Und wie analysieren wir das jetzt? Man kann es sich kaum vorstellen, aber die Enzyme sind uns noch zu groß. Die kleinen Pac-Mans hier sind auch Enzyme, Proteasen, auch da hatte Yonca schon mal drüber gesprochen. Die können die Aminosäurekette in kleinere Stücke, in so einen Perlenketten kleine Stückehaufen verdauen. Jetzt haben wir aber einen Haufen und müssen die auseinanderdröseln. Und da kommt jetzt endlich die Analytik zum Zuge. Und zwar haben wir gleich 2 Analysengeräte. Wer am Anfang aufgepasst hat, wir machen Chromatographie und Massenspektrometrie. In der Chromatographie, das ist das erste Gerät, trennen wir diesen Peptidhaufen auf, weil wir brauchen die ja alle einzeln, um die einzeln analysieren zu können. In dem Fall trennen die sich nach ihrer Polarität und kommen dann einzeln aus der Chromatographie heraus. Diese wiederum ist direkt ans Massenspektrometer angeschlossen und das Massenspektrometer kann die Masse messen. Das heißt, wir können dann genau herausfinden, welche Aminosäuren, weil wir deren Masse kennen, auf den kleineren Peptidketten aufgefädelt waren. Und dadurch machen wir für jedes einzelne Peptid einen individuellen Fingerabdruck. Das ist natürlich gut, weil wir dann ganz genau sagen können, welche Aminosäure war an welchem Platz. Das können wir nämlich auch in dem Massenspektrometer machen. Also erstmal können wir sagen, okay, diese Aminosäuren sind in dem Peptid. Und dann machen wir noch eine Fragmentation in dem Massenspektrometer und das ist dann der Fingerabdruck. Jetzt könnt ihr euch erinnern, das sind jetzt ja nur die Fingerabdrücke von dem Peptidhaufen. Aber eigentlich brauchen wir das ja von dem Enzym. Und deswegen müssen wir das noch zusammenfügen zu einem großen Fingerabdruck, der ganz individuell für jedes Enzym ist. Dieser Fingerabdruck repräsentiert die Aminosäuresequenz, also die Reihenfolge und die verschiedenen Aminosäuren. Und in unserem Fall gehen wir jetzt davon aus, dass der Fingerabdruck von unserem Enzym genauso ist wie der Fingerabdruck von dem Enzym der Konkurrenz. Und das wiederum
ist natürlich ein bisschen schlecht für unsere Konkurrenz, weil vor Gericht kann man das eindeutig verwenden und sagen, okay, die haben unser Patent verletzt, weil sie unsere Aminosäuresequenz, also unser Enzym, benutzen. Ich würde sagen, Case closed. Oder was meint ihr? Ich hoffe, ihr habt heute mitgenommen, dass Enzyme eigentlich eine Perlenkette von Aminosäuren ist und dass die Reihenfolge sehr wichtig ist, dass man unbedingt Bioanalytik braucht, um unsere Forschung in der BASF zu schützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kannst gerne in die Mitte. Die 5. Starterin war das für euch, Clara Hofmann. Science Lab.